Hallo aus der Wüste. Wir stehen hier auf einer Sanddüne, aber wir sind immer noch im Himalaya und das merkt man daran, dass der Sand grau ist und nicht gelb. Und rundherum sind überall Berge. Julie also. Hallo aus dem Himalaya. Wir haben vor kurzem mit einem sehr netten Local gesprochen, der uns erzählt hat, dass dieser Ort sehr besonders ist und einzigartig auf der Welt, weil das der einzige Ort ist, wo es hohe Berge, einen Fluss und damit ein bisschen Grün und Sanddünen auf einmal gibt. Normalerweise ist das ja immer so ein bisschen voneinander getrennt. Und da hinten haben wir übrigens geparkt. Aber vielleicht finden wir auch noch einen besseren Parkplatz, weil wir stehen jetzt quasi so direkt an der Straße. Wir dachten, da ist nicht so viel los, weil da hinten ist so der Touri-Parkplatz. Da sieht man auch ganz viele Autos und wir dachten, dann kommen alle von da. Aber nee, die fahren alle, weil es gibt einmal so eine Straße, einmal durch. Also das ist hier auch nicht so groß. Das ist vielleicht, keine Ahnung, 1,5, 2 Kilometer lang, 500 Meter breit. Wir standen auch neulich abends mal auf so einem Berg. Blende ich mal ein, dann seht ihr das. Das ist einmal so ein grauer Fleck, so mitten in dieser Landschaft. Also ist jetzt nicht so groß, diese Sanddünenlandschaft hier. Aber da ist mega viel Verkehr, deswegen ist es ziemlich laut und ja, nicht ganz so entspannt, wie wir es zum Beispiel im Iran hatten, wo wir in den Wüsten waren. Vielleicht finden wir irgendwo hier ja nochmal so einen Weg rein. Aber auf Sand werden wir auf jeden Fall nicht fahren, weil dann bleiben wir nur stecken. Wobei, wir haben ja Four-Wheel Drive, ne? 4 Räder hinten. Ui, so steil. Laufen wir durch diesen dreckigen Weg. Durch die Sanddünengebiet geht so ein Fluss, wo heute alle irgendwie, also heute ist Sonntag, heute ist anscheinend Waschtag. Ganz viele Leute waren hier und haben Wäsche gewaschen, sich selbst gewaschen und so weiter. Und da drüben sind noch mehr Dünen. Aber um dahin zu kommen, mussten wir jetzt hier einmal durch diesen Fluss gehen. Ui, geschafft. Hammer, jetzt laufen wir auf so Sanddünen lang. Im Himalaya. Ja. Das ist schon außergewöhnlich. Und das wussten wir ja auch vorher nicht, bevor unsere Schweizer Freundinnen uns das erzählt haben. Von daher ist ganz cool. Ja, schon was irgendwie was Einmaliges. Überraschendes hier. Ja. So, und was erwartet man nicht im Himalaya? Im Hintergrund bimmelt es schon. Nee, es ist keine Kuhherde. Es sind Kamele. Wir haben uns ja voll gefreut, als uns erzählt wurde, dass es hier Kamele geben soll, weil es auch nicht nur welche sind mit einem Höcker, sondern sogar mit 2. Uns wurde erzählt, dass das Kamele aus der Mongolei, also nochmal aus Zentralasien sind, die jetzt hier sind. Und wir dachten ja halt voll cool. Wir wussten da aber noch nicht, dass es eher für Bespaßung, also für Kamelreiten ist. Und das ist ja so ein Ding, da sind wir jetzt nicht so die größten Fans von. Also generell, wenn es um Tierausbeutung geht, ob es jetzt Elefantenreiten ist, Delfinarium im Zoo, es ist egal wo und was. Muss sowas sein? Sind wir nicht irgendwie darüber hinweg, jetzt Tiere als Bespaßungszwecke zu nutzen? Naja, ist ein bisschen absurd für uns. Wir hätten uns gefreut, die einfach nur so zu sehen, wobei es auch generell keine wilden Kamele mehr gibt, sondern dann werden die ja für Milch und Fleisch im Iran und so benutzt. Kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall was uns auf dieser Reise sehr begleitet, wie verschiedene Kulturen, Länder generell wie mit Tieren umgegangen wird. Und wir sind ja hier im Nubra-Tal, nördlich von Leh. Und das war alles schon echt wie so ein Freizeitpark. Haben wir euch ja schon gezeigt. Da gab es diverse Sachen wie Zipline, Wildwasser-Rafting und so weiter. Und weil wir in Indien sind und es einfach sehr viele Menschen gibt, ist das nicht auch hier nur eine Kamelgruppe. Von der Ferne haben wir gesehen, da sind bestimmt 30 oder noch mehr Kamele. Und das hier wie im Fließband kommt eine Gruppe immer hin und her. Und die laufen wohl alle bis zu diesem Punkt, machen ein Foto und dann wieder zurück. Da kommen schon die nächsten. Wir haben gerade mal grob durchgezählt, also es sind bestimmt um die 100 Kamele hier, die hier für den Bespaßungszweck der indischen Touris da sind. Aber da vorne sind 2 ausgebüxt. Gehen wir mal dahin, die futtern da ein bisschen
Gucken wir uns die mal von näher an. Hallo Kamele. Geil, wie die uns angucken. Kamele sind ja meine Lieblingstiere seit dem Iran, weil die gucken einen immer so richtig lustig an und so neugierig. Das sind echt die lustigsten Tiere. Und was die hier essen, das ist übelst pieksig, das hat sogar so Dornen. Ich weiß gar nicht, wie die das essen können. Ach Leute, ich weiß, jetzt freuen wir uns auch voll, dass die hier rumlaufen und so. Wir machen zwar kein Kamelreiten, aber ohne das Kamelreiten wären die jetzt nicht hier und wir hätten uns jetzt nicht gefreut. Also es ist immer alles irgendwie komplex und nicht so einfach und wir sind bestimmt keine Heiligen. Aber wir sind keine Heiligen, aber Erleuchtete jetzt. Wir haben jetzt die Erleuchtung erlangt, weil wir so fleißig die ganzen Gebetsmühlen immer schwingen. Und für uns ist es so krass, weil es ja voll der Aufwand war, hierher zu kommen, weil wir für uns gefühlt so ein bisschen am Ende der Welt sind und echt versucht haben, uns so eine Ecke der Welt auszusuchen, wo es irgendwie einsam ist und viel Natur ist und dann hier sowas vorzufinden, überfordert uns einfach ein bisschen, weil wir damit einfach mal wieder, wie im Spittital, ne, nicht gerechnet haben, dass dann so viel Tourismus hier ist. Aber gut, man wird immer wieder überrascht auf Reisen. Also wenn jemand mal in Indien in einen Freizeitpark möchte, fahrt eine Woche lang mehrere 100 Kilometer in die letzte Ecke von Indien, ganz hoch in den Himalaya. Wir sind ja schon fast an der pakistanischen und chinesischen Grenze. Ja, und dann findet man hier so einen mega krassen Freizeitpark vor. Holy moly, Mega. Oh je. Und wie gesagt, es sind jetzt nicht nur die indischen Touris, die auf sowas voll abfahren. Hier laufen zwischendurch auch ein paar westliche Touris rum, die machen auch Fotos und Kamelreiten. Und wenn einem beim Warten langweilig wird, wenn man hier aufs Kamel warten muss, dann kann man hier auch noch Bogenschießen machen. Ja, also reicht das nicht, dass man schon in so einer krassen Landschaft ist und so neue Kultur mit den buddhistischen Klöstern und generell die Ladakh-Region hat ja auch nochmal eine ganz andere Kultur als der Rest Indiens. Reicht das nicht, das zu erleben? Muss man dann noch hier so 1000 Bespaßungssachen hinzufügen? Ich bin schockiert. Also hier ist echt so viel los wie auf der krassesten Kirmes, die ihr euch vorstellen könnt. Und ich fühle mich immer schlecht, wenn ich so in einem Land quasi Gast bin und ja, dann darüber zu urteilen und so. Aber ich glaube, es ist auch einfach mal okay zu sagen, das gefällt uns nicht und ist nicht so unser Ding. Dann fahren wir lieber wieder ein Tal weiter, wo nicht so viele Leute langkommen und wandern da lang, bevor wir das hier machen. Ja. Zurück zum Van. Yeah! Super. Uhu. Also Fazit, es könnte ein echt schöner Ort sein und es ist an sich auch schön, aber hier ist so viel Müll und sehr viel los und ich glaube einfach so Massentourismus ist nirgendwo gut, das versaut es halt total. Überall in diesem Bach liegt Müll und Scheiße rum und es ist halt echt voll frustrierend, das immer so zu sehen, dass das an so Orten, wo einfach viele Leute gerne hinfahren, dass es dann so passiert. Auch wenn manches hier so ein bisschen nervig ist, dann ist ja trotzdem, die Landschaft ist wunderschön und es ist schon krass, wo wir jetzt hier so hergefahren sind, weil hier kommt man halt einfach nicht so leicht hin. Ne, im ganzen Winter ist das hier quasi mehr oder weniger abgeschottet und so. Und wir freuen uns auch voll, irgendwie so diese ganze buddhistische und tibetische Kultur kennenzulernen, weil das hatten wir halt bisher noch gar nicht. Und hat man, wenn wir jetzt wieder Richtung Europa fahren, dann kommt das ja auch nirgendwo mehr. Also so quasi so die letzte Chance für uns hier. Und das ist ziemlich spannend alles. Und das Beste, hier gibt es keine Mücken. Seit Monaten haben wir nicht eine einzige Mücke mehr gehabt und das ist schon richtig krass, vor allem im Hochsommer in Indien. Und
Und sonst hat man einfach immer überall Mücken, ne? Ja, und jetzt ist es ja auch voll warm und wir sind jetzt an so einem Gewässer und trotzdem sind hier keine. Nee. Das ist schon richtig gut. Ja, und generell lernen wir ja auch dadurch, dass wir hier sind, einfach die Welt noch mal mehr verstehen, weil es halt so ein Ort ist. Den kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man in Europa ist. Da muss man schon hinfahren, um so zu erfahren, okay, so machen indische Menschen im eigenen Land Tourismus. Das ist Ladakh, so haben die Leute früher gelebt. So leben sie heute, weil es mehr indischen Tourismus gibt. Und ja, also keine Ahnung, ich hätte jetzt nicht daran gedacht, dass die meisten Leute, die hier leben, zum Beispiel im Winter auch gar nicht hier sind oder so. Ja. Und das ist schon spannend. Und ja, die Natur und mit dem eigenen Auto im Himalaya zu sein, ist schon sehr, sehr besonders. Und die Kultur ist ja hier auch nochmal ganz anders. Ne? Ja. Ist ja so, Ladakh ist ja nochmal irgendwie ganz anders als der Rest von Indien. Ne? Hat viele Einflüsse von damals, ne? Mongolei, Tibet, das alles. Also schon ziemlich spannend hier. Ja, also Ladakh insgesamt ist auch, glaube ich, der Bundesstaat, der uns bisher am besten in Indien gefällt. Mhm. Ja. Na dann, guten. Guten Morgen von den Sanddünen. Wir konnten ehrlich gesagt nicht ganz so gut schlafen, weil hier haben auch noch so ein paar andere Leute gecampt. Ja. Und haben hier ganze Nacht Party gemacht und es geht immer noch weiter. Obwohl, ich glaube, die Leute schlafen in den Zelten und der eine räumt auf und macht mega laut Musik. Keine Ahnung, wie das bei denen so funktioniert, dass sie dabei schlafen können. Wir haben jedenfalls nicht so gut geschlafen. Haben wir leider etwas Pech gehabt, dass jetzt hier auch so andere Leute nicht direkt neben uns, aber es war halt so laut, das kann man dann nicht überhören nachts. So, wir haben uns jetzt vorm Frühstück nochmal aufgemacht, um hier rumzulaufen, bevor es noch heißer wird und bevor noch mehr Leute kommen. An sich ist es ja schon ziemlich schön hier, aber manchmal stellen wir uns auch vor, so, wie wäre es denn hier vor 20, 30, 50 Jahren vielleicht? Da war das bestimmt alles nochmal ganz anders. Und manchmal schreiben uns ja auch Leute so, hey, da war ich schon mal vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren war ich da. Und krass, wie sich das verändert hat. Also ja, ganz spannend und manchmal wünschten wir wären hier auch schon vor einigen Jahren gewesen. Und das Tal, in dem wir zuvor waren, das ist da vorne, da links rein, direkt bei Hunda. Da sind die Kamele. Guten Morgen, Kamele. Es scheint so, als dürften die Kamele hier wenigstens frei rumlaufen, nachdem das Reiten dann abends vorbei ist. Und jetzt werden sie aber langsam wieder eingefangen, damit sie dann fürs Reiten wieder ready sind. Das haben die alle eine Glocke. Ja, schon absurd. Ein Sandsturm und etwas Regen später sind wir jetzt ein Stück weiter gefahren, weil wir wollten nicht noch eine unruhige Nacht, weil die Partyleute waren nämlich immer noch da. Und stattdessen sind wir jetzt zu so einem tollen Kloster und einer Buddha-Statue gefahren. Wow. Sind aber natürlich auch nicht alleine hier, haben aber die große Hoffnung, dass wir hier einfach übernachten können, weil wir haben jetzt Eintritt bezahlt, sind durch so ein Tor gefahren und wir hoffen einfach, die fahren alle raus, weil die zu ihren Hotels und so weiter müssen und wir können einfach hier bleiben. Trotzdem werden wir uns das jetzt alles noch schnell mal angucken. Ja, und morgen dann aber noch mal ausführlich und da oben ist dann auch noch ein Kloster. Wir gucken uns das Ganze dann noch mal morgen früh in Ruhe an. Bei Sonnenaufgang vielleicht, dann ist hier auch nicht so viel los. Hier sind gerade übelst viele Leute, die so eine Motorradtour machen. Also man kann halt echt so eine Tour buchen für, weiß nicht, 1 Woche, 2 Wochen Himalaya-Tour und dann düsen die immer jeden Tag irgendwo hin. Und die sind gerade noch alle hier. Aber es ist schon ganz cool, diese Statue und das Kloster und so. Man kann auch irgendwie reingehen und wir werden auch noch mal recherchieren, was das jetzt eigentlich für eine Statue ist. Weil irgendwie sind das auch immer verschiedene Abbildungen von Buddha und so.
So, es ist der nächste Tag offensichtlich. Jetzt ist hier noch nicht so viel los, da können wir uns das Ganze noch mal ein bisschen entspannter angucken. Und dieser Buddha heißt übrigens Maitreya Buddha und das ist der Buddha der Zukunft. Der lebt jetzt noch in so einem Himmel und wird dann irgendwann erst zur Erde kommen. Und das Spannende ist auch, also vom Weiten sieht man das immer gar nicht so, aber das ist alles per Hand gemalt. Also wenn man mal näher kommt und sich das anschaut, dann sieht man das. Das ist schon krass. Und da vorne wird das auch, glaube ich, gerade restauriert wieder. Und damit sich mein Geist und mein Körper mehr verbindet und ich die Erleuchtung erlange, schwingen wir hier noch ein bisschen die Gebetsmühle am Morgen. Und es ist ja auch ein guter Sport, ne? Ein bisschen sich bewegen. Während alle anderen sich hier mit ihren Autos hochfahren lassen oder ihre Autos hier hochfahren, laufen wir natürlich wieder. Wir sind ja sportlich. Der Weg zum Kloster ist sehr abenteuerlich. Man muss hier klettern können. Oh Gott. Oh, okay. Und an so Tempelanlagen haben wir immer diese Steine gesehen, diesen eingravurten Schriften. Und jetzt ist uns aufgefallen, dass es immer die gleiche Schrift ist. Also es ist immer der Name von Buddha. So, da ist der Parkplatz und hier geht es dann auch nicht weiter. Und das hier ist jetzt schon quasi das Klostergelände. Da ist nämlich so eine Karte, da steht Monastery Map. Und es ist voll cool, weil jetzt sind hier nur so Treppen und so, keine Autos. Jetzt müssen wir da nur noch hochkommen, aber so cool und so alt und so verwinkelt, mega nice. Und dieses Kloster ist übrigens vom 14. Jahrhundert und wurde gegründet in der Zeit, als hier der König Nubra geherrscht hat in diesem Tal. Deshalb Nubratal. Weil das hier so ein großes, altes, bekanntes Kloster ist, leben hier natürlich auch voll viele Mönche. Und das ist einfach so lustig, ne? Zwischen den Kindern, was ja irgendwie voll krass ist für uns, dass es halt so junge Mönche gibt, bis zu uralten Leuten. Und dann haben die aber teilweise auch so voll moderne Klamotten, das haben wir ja schon mal erzählt, ne? Aber irgendwie ein Baseball-Shirt über ihrem Rock oder eine North Face-Jacke, aber alles dann in Bordeaux-Rot und irgendwie abgepasst. Aber ja, auch die Mönche leben ein modernes Leben. Und es ist auch einfach voll cool und spannend, hier so rumzuschlendern. Also auch wieder ein bisschen wie so ein Örtchen in Italien oder so, einfach durch die verwinkelten Gassen und an jeder Ecke gibt es was Neues und Gebetsmühlen und so weiter. So, heute drehen wir den Spieß um und machen unsere Nachmittags-Kaffee- und Teepause hier vorne und gucken uns das krasse Treiben auf diesem Parkplatz an. Wie viele Autos hier ankommen, wie die Leute hier rumlaufen und so weiter. Das ist ja so krass, wie sich sowas immer entwickelt, ne? Wie dann aus kaum Leute wird eine ganze Schar Leute. Aber gut, es geht jetzt noch ein paar Stunden und dann haben wir wieder bestimmt eine ruhige Nacht. Ruhiger auf jeden Fall als in den Dünen, wo laut Musik gespielt wurde. Oh ja. Und im Kloster Souvenirshop. Ich habe nämlich meinen Autoschlüssel mal neulich verloren und da hatte ich jetzt nur noch diesen Ersatzschlüssel und ich hatte Angst, dass ich den auch verliere, weil der ist ja super winzig. Und jetzt habe ich aber einen neuen Schlüsselanhänger. Ihr könnt ja mal, ich finde das ja so ein bisschen jetzt kann ich hier zwischendurch so meine Mantren beten. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das findet. Ich bin jetzt kein Buddhist, aber ja, okay. Aber ich finde, also ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das findet, weil ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn man aus Kulturen und jetzt auch noch aus einer Religion was nimmt, obwohl man der nicht angehört und das so als Deko und so nimmt. Aber Mariano hat natürlich jetzt einen Bezug dazu, also er ist jetzt nicht einfach ein hipper Berliner Hipster, der sich eine tibetische Gebetsfahne an den Balkon hängt, weil er das irgendwie schön findet. Wir waren ja jetzt hier, wir beschäftigen uns damit, ja. Deswegen finde ich es so ein bisschen okay. Aber es ist ein Kloster damit unterstützt. Ja genau, es ist auch jetzt noch, wir haben jetzt extra hier Sachen gekauft und das gekauft und halt nicht in Lee in einem Massengeschäft mit Souvenirs. Naja, könnt ihr mal schreiben, was ihr darüber denkt.
Und ob ihr auch Gebetsfahne am Balkon habt. Oder einen Buddha im Garten. Ja, und wie es dazu kam, Ben. So krass wie gestern Abend, das ist hier anscheinend so getaktet mit diesen Motorradtouren. Ist jetzt gerade wieder alles voll, inzwischen nicht nur mit Motorrädern, sondern auch mit Autos. Deswegen ergreifen wir jetzt die Flucht und gehen in dieses Restaurant hier, damit wir auch quasi das Kloster nochmal unterstützen können, was Leckeres zum Abendessen und da, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe haben als hier jetzt. So, in dem Restaurant waren eigentlich so Schilder, die es hier halt überall gibt, mit dem typisch regionalen Essen, also diesen Nudeln, Chow Mein und Momos. Aber am Ende gab es irgendwie nur indisches Essen, also sehr typisch indisches Essen und nicht nordindisches Essen. Und das wollten wir dann irgendwie nicht und haben uns dann stattdessen dazu entschieden, jetzt erstmal Snacks zu essen und später dann zu kochen. Wir glauben auch gleich fängt es ordentlich an zu schütten. Deswegen sitzen wir jetzt noch mal kurz draußen, bevor wir dann gleich zurück zum Van sprinten müssen. So, wir haben uns jetzt hier für Asianudeln entschieden. Hätten wir auch in dem Restaurant bekommen, aber die hatten wir jetzt selber und da hätte es dann natürlich 5-mal mehr gekostet und das war echt so ein bisschen komisches Restaurant und wir wollen noch mal schauen, wo wir noch mal richtig ladakisches Essen finden und tibetisch, also so Ladakh-Essen hatten wir noch gar nicht. Genau. Und sonst nutzen wir jetzt die letzten Abendstunden hier, bis gleich wieder die Sonne untergeht und dann alle weg sind, um uns hier ein bisschen unterhalten zu lassen, was die Leute hier so machen. Touris sind einfach lustig. Ja. Ich meine, die machen so viele Fotos. Aber das, ja. Von sich, also ne? Ja, aber Selfie, das ist Selfie. Ja, weil das ist ja am Eiffelturm oder so auch nicht anders, aber es ist jedes Mal einfach lustig. Und wir sind ja auch nicht besser. Also bei uns denken sich wahrscheinlich auch Leute so, hä, was laufen die mit dieser Kamera durch die Gegend? Aber ja, ist ein ganz gutes Abendprogramm und eben war hier voll der schöne Regenbogen. Jetzt wird es irgendwie wieder heller, gleich geht die beim Sonne. Regenbogen sind alle voll abgegangen. So, ja, wow. wir auch. War auch ein schöner Regenbogen. Naja, lass uns schmecken und ja. So, es ist der nächste Morgen, sehr früh, 6:30 Uhr oder so, weil, das haben wir ja schon oft in Indien so gemacht, wir früh aufstehen wollten, um früh zu fahren, weil dann der Verkehr nicht so krass ist. Und ja, es ist wieder wunderschönes Wetter, strahlender Sonnenschein und jetzt verlassen wir dieses Kloster wieder. Es war echt wieder richtig schön, wir haben da 2 Tage übernachtet und wir fühlen uns an und in den Klöstern immer richtig wohl. So, wir sind ein ganz gutes Stück gefahren. Und dann haben wir Pause gemacht und jetzt sind wir noch ein Stück weiter gefahren und sind wieder an dem Ort, wo das Ganze angefangen hat, also wo wir auf dem Hinweg auch schon waren. Und diesmal ist hier aber so eine Jackherde. Da müssen wir direkt mal hingehen. Weil Yaks finden wir richtig toll und die sind natürlich auch sehr einmalig. Weil die gibt es dann wahrscheinlich erstmal, wobei in Pakistan dann auch wieder im Norden, aber sind trotzdem was sehr Besonderes für uns. Das ist schon cool, wenn so Dinge, die man auf einer Bucketliste hat, sich so erfüllen. Ich wollte ja echt gerne Yaks hier sehen und hier sind sie. Hi. Nach dieser Reise werde ich einfach Hirte. Nicht, dass das vom Schneeleoparden gegessen wird hier. Voll cool, jetzt sind noch ein paar Yaks den Hang und Berg runtergekommen und sind direkt am Van rumgelaufen. Und es ist schon cool, dass hier jetzt überall Yaks zu sehen sind und wir so inmitten von den Yak-Herden übernachten werden.
Nach der Entspannung geht es dann am nächsten Morgen wild weiter. Es geht hoffentlich zurück nach Leh über eine der höchsten Straßen der Welt. Und wie ihr uns kennt, wird es auf jeden Fall ein Abenteuer. Das und vieles, vieles mehr in der nächsten Folge. Die Strömung drückt mich auf die andere Seite. Also, danke fürs Zuschauen. Jules.